Herzlich willkommen zurück zu Fallout Tale of Two Wastelands. Wir sind in der verbotenen Zone angekommen. Hier wird auf uns geschossen von irgendwoher. Von da hinten, da sind immer noch welche. Ich dachte, wir hätten hier sie mal erledigt. Okay, jetzt vergleichen wir mal leer mit den Granaten. Oder mit dem anderen Kram, den wir gemacht haben. Der Comet Shotgun, das hier ist schon eine ganz andere Hausnummer. Achso, Heilung wäre jetzt mal wieder ganz gut. Was nehmen wir denn jetzt mal? Sunset Sarsaparilla, da haben wir so ein paar. Ja, gleich müssen wir einmal pinkeln, ne? Wenn wir jetzt hier so 10 Flaschen das reinhauen, das sind mal eben, weiß nicht, 3 Liter. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt alles deckt. Hoffentlich schon. Okay, hier haben wir auf jeden Fall schon mal Züge. Sind die hier richtig? Nein. X42, na das ist mir aber sympathisch. Ich bin ja mal wieder rausgelaufen, nicht hält. Weil ich bin geradeaus durch und dann kommt man dann da rein. Okay. Ein Giant Scorpion, hallo. Das hier ist vielleicht das Richtige für uns. Vielleicht. Ja, doch, das scheint mir doch eine gute Sache zu sein. Nieder mit dem Skorpion! Nieder mit dem Skorpion! Er hat noch nicht einiges Mal angegriffen. Das ist vielleicht ganz gut, aber vielleicht sollte ich trotzdem hier mal... Ja, das war der große Skorpion. Okay, das war jetzt überraschend einfach. Gut, dann können wir Explosives auf nahezu 100 bringen. Auch sogar auf 100 bringen. Und Sneak erhöhen. Die rote Sonne. Kannst du die Strahlen des gloriosen Sonnenscheins sehen. Naja, gut. Okay, wenn wir am Tag unterwegs sind, machen unsere Laserwaffen 5 DT. Ignorieren die und kriegen moderaten Schadensbonus. Je weiter weg das Ziel ist. Das ist natürlich nice. Typing Tutor. Plus 15 Science, während wir das hacken. Minus 10 sonst. Das ist blöd. Western Standoff. You get a substantial accuracy bonus when targeting an enemy's weapon in Reds. Aber wann machen wir das schon mal? Red Sun. Scheint ja keinen Nachteil zu haben. Leer nehmen wir nochmal mit. Da oben wackelt irgendwas rum. Bin echt überrascht, dass dieser Skorpion jetzt so leicht ging. Jetzt habe ich vergessen, den dazu... Nee, das ist schon... Da war ja noch so ein Erste-Hilfe-Kasten, den man noch hätte knacken können. Das hätte man vielleicht machen können. Okay. In der Jukebox. Okay. Naja, wir hinterfragen das mal nicht. Dr. Mobius ist auch so ein Viech. They said I was mad. Preposterous. Not an angry bone in my body. Had them all removed. Hmm? Yo, hello there. You are there, aren't you? Forgive my confusion. So hard to tell these days.
You seem familiar somehow. I'm guessing you're here for your brain, perhaps? It's just up there. Such a nice brain, young, very bright. A little hard to see you. Can you walk into my left, right FOV cone? Ah, that's it. You're coming into focus nicely. Immer wieder gerne. Ist das besser so? Depth perception is a problem with this old monitor of mine. Went black a while ago. That's old age for you. Should look at getting the visual nerves reattached. It's just that the right eye would see the wrong things. The flying tortoises were the worst. Would you care for a mentat? Ich werde es mir für später aufheben. I love mentats. Delicious and smarty. I have all sorts of amazingly science-terrific thoughts and ideas when those chalky tablets are zipping through my biogel. I forget them all not long after, though, especially with the data constipating my memory core. Afraid binary streams might shoot out my chassis. Had to start using the dome floor and walls here to inscribe equations, although I've somewhat lost track of where they start and end. Du bist nicht ganz genau das, was ich mir vorgestellt hatte. Really? That implies preconceived notions, theories, and a hypothesis about this meeting? Please extrapolate. What was I supposed to be like? After all, it might be worth a cognitive realignment if your theoretical Mobius is better than I. Ich brauche... genau, warum hast du mein Gehirn gestohlen? Oh, a variety of reasons. You're something of a homily. Anomaly? You're really quite special, and not in the cranially challenged way. You see, you are the most successful brain extraction experiment ever performed here at Big Mountain. A victim of your own success, as it were. If you were to go back with what your brain knows about the procedure, well... your brain could be popped back in and you could walk right out of here. Can't have brains moving around of their own volition. Warum ist das ein Problem? I'm not sure, except that I'm sure there's a very good reason for it. I have very good reasons for almost everything I do. Even if I forget them occasionally. Although I feel this one is especially important. Oh well. Aber ich möchte gehen, ja. Now, that seems to be rather hormonal of you. Flight or fight response, you know. Hard to cut that out completely. Your brain is here, safe with me. We chat over mentats. Ich brauche mein Gehirn zurück. Do you? You seem fine without it. And does it even want to go back with you? Maybe you should ask it. It's quite independent, has all manner of opinions. Tell you what, I'll leave it up to your brain. If it wants to go, then fine. If not, well, you should respect its wishes. Ja, okay. Gut, dann müssten wir jetzt gehen. Indeed. The goodbye part of our little chat then. Goodbye. Please mind the equations on the floor. Also töten müssen wir ihn jetzt nicht. Er hat ja nur unser Gehirn geklaut. Was soll schon passieren? Hallo Gehirn. Well, well, look who finally dragged themselves in out of the wasteland. And where have we been, Crawling through pits of radioactive muck again? Bist du mein Gehirn? Ah, lovely. Figured that out, have we?
Would you like a cookie? Tja, was machen wir? Brauchst nicht so sarkastisch zu sein. Sein eigenes Gehirn zu treffen, ist ein ziemlich seltsames... oder eine ziemlich seltsame Sache. Yes, well, believe me, the opposite is equally true. Good lord, have you bathed at all since they pulled me out of you? Ja, weil ich durch einen Krater voller bizarrer wissenschaftlicher Experimente gelaufen bin. Hygiene hat eine Top-Priorität dabei, natürlich. Well, I see sarcasm hasn't eluded you. Fine, perhaps now isn't the best time, but it's the principle of the thing. Wie auch immer, ich möchte über etwas anderes sprechen. Of course you do. How scintillating. Wie zur Hölle ist Mobius in den Besitz von meinem Gehirn gekommen? After the think tank extracted me from your skull, they fell to bickering amongst themselves. I'm sad to say we were quite forgotten about. Dr. Mobius saw an opportunity to gain some leverage and had me spirited away to his dome. Wie hat er das hingekriegt? I don't know. I'm afraid the trauma of our separation rendered me quite insensate. I didn't come around until I was safely ensconced in this tank. I'm quite sure whatever he did was highly scientific, though. Das scheint aber wie ein ziemlich unwahrscheinlicher Vorgang das schien aber ziemlich unwahrscheinlich gewesen zu sein. Hardly. Dr. Mobius keeps a close optical sensor on the goings-on at the think tank. As soon as he saw the opportunity, he took it. Nun, das beantwortet das. Kommen wir zu etwas anderem. Well, as long as your curiosity is satisfied. Okay, ich komme später wieder. Barring the unlikely event that I evolve some sort of rocket-propelled locomotion, I will be here. Wir müssen aber the meat has returned. Lovely. wir müssen das Gehirn irgendwie überzeugen. Bist du mein Gehirn? Okay. Dann machen wir jetzt das hier. Hör zu, du bist mein Gehirn, also hab mehr Respekt. Oh, had I? What exactly will you do if I don't? Not put me back in that cranial dungeon you call your head? Heavens forbid. Sobald du zurück in meinem Kopf bist, werde ich Fernsehen. Sehr viel Fernsehen. You wouldn't. That's inhuman. Doch. Würde ich. Obwohl, das machen wir vielleicht nicht. Don't tempt me, Brain. Was heißt denn tempt? Beleidigen? Provozieren? Fine, I'll try to respect you more, Sir. Möchtest du wieder mit mir vereint werden? Ich dachte, du würdest dich darüber freuen, zurück in meinen Kopf zu kommen. I'm not going to lie to you. The prospect is definitely not that appealing. Look at it from my perspective. Here I have peace, quiet, and safety. Well, barring the odd rogue scorpion. In your head, I've got poison, radiation, grisly injuries, and biological functions. Do you know how much more you can get done when you're not constantly looking for places to urinate? It's quite a lot, I can tell you. Aber was ist mit den guten Sachen? Was ist denn damit, diejenigen zu vernichten, die sich gegen dich stellen? Der Geruch von Feuer, Beute. All motivated by nothing but an imbalance in certain brain chemicals. The tank corrects for that. I feel no urge toward antisocial behavior. Trifft es nicht vielleicht zu, dass du dich nur so fühlst, weil dir diese Hormone fehlen? I suppose you're right. That does call certain assumptions into question, doesn't it? Ja, ich wette, du hast darüber nicht nachgedacht, ja? Yes, all right, bravo. You've come up with something I neglected to consider. There'll be no living with you now. So,
What do we do about this? Ich schätze, wir müssen uns gegenseitig vertrauen und anerkennen, dass wir nicht komplett sind, wenn wir getrennt sind. I suppose there might be some advantage to that, yes. There's a chance that the reintegration would create some improved synergy between us. Also, was sagst du, Gehirn? Begleitest du mich auf weiteren wilden Abenteuern? Well, I suppose you've convinced me well enough. I'll rejoin your body if that's your final decision. Unfortunately, before we get to that stage of the proceedings, we have a problem. Even if I could settle myself back in your skull and reconnect all those pesky nerve endings, Dr. Mobius doesn't have the tools here. Natürlich. We would have to make use of Dr. Klein's lab, and I rather doubt the brains are inclined to share. Warum? Sie haben versprochen, uns wieder zurückzubringen, so, wenn wir das möchten. And you believe them? Really? I know you were recently deprived of my fabulous advice, but... Really? Once I'm delivered into their clutches, they'll find a way past the radar fence and the whole Mojave will be their playground. And that is assuming, of course, that one of them doesn't take a fancy to our body and decide to slip his own brain into it instead. Du bist ein Teil von mir. Ich weiß, dass du das nicht geschehen lassen möchtest. Mehr noch als ich. Well, I suppose I do miss those endorphin rushes when we save the day. All right, what's the plan? Wenn der Think Tank ihr Versprechen nicht halten sollte, dann bringen wir sie dazu. Auf geht's. Right. Look out, Think Tank. This brain is coming out of its jar. I suppose now that we're reunited, you'll want to fill your torso up with those other meaty parts the Think Tank took from us. Personally, I think your upgrades are quite a bit better. But now that I'm with you, the Sync's autodock can plug them back in no problem. Right then, off we go. Klein will be in for a nasty shock when he realizes the pacification field won't work on a mind and body reunited. Jo, wir haben unser Gehirn zurück. Noch nicht ganz so, wie wir das haben wollten, aber gut. Okay, wir können sogar unser Herz wieder bekommen und unsere Wirbelsäule. Fantastisch. Gut, dafür müssen wir jetzt aber erstmal wieder zurück. Au. Nur weil wir jetzt ein Gehirn haben, heißt das nicht, dass wir uns sinnvoll verhalten. Und dann können wir nämlich jetzt den hier nochmal mitnehmen. Oh, das kriegen wir jetzt hin. 85%. Perfekt. Was haben wir hier noch? Ein Redaway und ein Radex. Drone Control Terminal. Ah, okay. Das sind aber nur Logdateien. Dann raus hier. Data, World Map, zurück zum Sync. Hoch, wir sind auf dem Balkon. Ja gut, Balkon, ja. Okay, hier waren wir bisher auch noch gar nicht. Sehr gut. Might I be of service, sir? Very good, sir. If I might suggest a table wine, the 64 Atomic Claret is a lovely little vintage. Aber meine Sachen kann ich jetzt hier nicht kaufen, oder? Mein Herz und so weiter. Keine Ahnung, wie ich daran komme. Hier, den Autodock sollen wir benutzen. Very. Ich glaube, den Autodock habe ich noch nicht. Doch, hier. How about that? Old Autodoc's back online. Well, alright, come here, let's have a look at you.
Kannst du doch etwas anderes tun, als mich zu heilen? Well, firstly, I would say providing wholeness of the body is service enough, but if you must know, I'm also programmed with cosmetical subroutines. Diagnostic says they're offline at the moment, though. Something about corrupted data files and all manner of such foolishness. If you want a haircut or a nose job that won't leave you looking like a ghoul with alopecia, you'll have to find replacement discs for them. Also, and I won't swear to this, but I recollect at some point having a few implant installation modules. Can't speak to where they got to, though. Ich möchte gerne deinen Service in Anspruch nehmen. And rightly so, I should think. Alright then, let me just fire up the old interface for you. Swap body parts. Place your heart back in your chest. Achso, damit haben wir jetzt aber den Perk verloren und kriegen einen neuen Perk. You are less resistant to poison. 50%. Okay. Healing Items sind jetzt doppelt so effektiv. Das ist gut. Das ist ein guter Tausch. Den nehmen wir mit. You require some additional services? Das. Well. Das. So. Dann Swap Body Parts. Achso, wir können es auch hier rückgängig machen. Recheck Spine. Dein Torso kann jetzt wieder verkrüppelt werden, aber Stärke und Damage Assault kriegen jetzt +2. Das ist gut. Perfekt. Ja, und zum Think Tank gehen wir dann in der nächsten Folge. Ich denke mal, dann kriegen wir das DLC auch beendet. Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Mal gucken, wie gut das mit dem Gehirn zurückoperieren dann klappt und ob sie es überhaupt machen.